Ein wunderschönes Hallo hier aus dem wunderschönen Felsenkeller Dresden. Ich bin Robert Noack. Ich bin der Ideengeber und Initiator der ersten Veranstaltung, die am 1. Mai 2025 hier im Felsenkeller stattgefunden hat, nämlich Klassiker im Felsenkeller, der Dresdner Saisonstart. An dem Tag sind so viele tolle Sachen passiert, die mich dazu bewogen haben, heute mal vor die Kamera zu treten. Normalerweise stehe ich immer hinter der Kamera und hinter der Veranstaltung und organisiere das, und manchmal hört man mich auch mit dem Mikrofon einige Durchsagen machen. Aber der 1. Mai war ja so spannend, dass einige Sätze, denke ich mal, hier nötig sind und die ich gerne loswerden will. Zum einen ist es so, dass ich immer wieder gefragt wurde an dem Tag am 1. Mai, wie das denn zustande kam, dass das quasi hier in diesen tollen Räumlichkeiten stattfindet. Kurze Erklärung, ich organisiere mit einem großen Team seit 2015 die Insel Classic Oldtimer Welten Uist-Spree auf einer Spreeinsel am Bärwalder See bei Boxberg. Dort komme ich ursprünglich her und dort haben wir, wie gesagt, seit 2015 ein schönes Oldtimer-Treffen in einem tollen Ambiente. Und in Vorbereitung zur letzten Insel Classic, nämlich im August 24, habe ich einen guten Bekannten von mir, nämlich den Kai Hartig, der hier auch Mieter ist im Klassikkeller, im Felsenkeller, gefragt, ob er denn mit seinen Saabs und mit seinen Bekannten, die er in der Saab-Szene hat, eine Sonderausstellung machen möchte zur Insel Classic. Und das hat er gemacht. Und wir hatten einen Termin vereinbart, um vorbeizukommen. Und ich stand mit meinem Fahrzeug ganz vorne im Eingangsbereich. Und Kai meinte, ja, komm mal hintergefahren, komm mal hintergefahren. Ich sag, wo ist denn hinten? Ja, bis nach hinten durch, wieder rechts, über die Brücke, durch den Tunnel durch und dann bist du im Hof. Und dann war ich quasi im Hof durch die Durchfahrt durchgefahren. Und wie die einen oder anderen jetzt ja schon wissen, die auch da waren am 1. Mai, ist das ein fantastischer Hof. Diese alten Gemäuer, dieses alte Gebäude ist natürlich hochspektakulär. Und da war schon vor über einem Jahr die Idee geboren, wir standen da in dem Gebäude bzw. im Hof, hier müssen wir was machen, das wäre doch eine tolle Idee. Und nach einigen Gesprächen mit der Hausverwaltung, mit HGB Management und den Ansprechpartnern wurde die Idee immer reifer und war und ist eigentlich nur möglich durch das große Entgegenkommen dieses Geländes, dieser Managementgesellschaft. Bevor der wichtige Satz eigentlich kommt, noch was anderes. Die einen oder anderen wissen es, Oldtimer-Treffen, Veranstaltungen jeglicher Art sind immer nur machbar durch Unterstützung von vielen, vielen Helfern. Und genauso war es und ist es auch am 1. Mai gewesen. Die Einweiser haben fantastische Arbeit geleistet, in diesem verwinkelten, in diesem großartigen Areal die Fahrzeuge spannend hinzustellen. René, vielen Dank. Hannes mit Axel. Frederik, Felix, Alex Klingstein mit seinen Cadillacs, Kai im Innenhof. Ihr wart die Basis dafür, dass die Fahrzeuge fantastisch und großartig und schön platziert werden konnten. Auch ist es nur möglich, wenn die Versorgung sichergestellt wird. In dem Fall hat der Barnewitzer Partymanager, der Marc Rössig, hier große Arbeit geleistet und beim allerersten Mal eine tolle Sache auf die Beine gestellt, sodass eine Grundversorgung mit Getränken und Speisen, sagen wir es mal so, gut da war. Einige Mieter haben ihre Räumlichkeiten eröffnet, der Weinhandel im vorderen Bereich. Viele Gäste habe ich gesehen, die Wein getrunken haben und die auch mit Weinstiegen quasi aus dem Handel rausgekommen sind. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also vielen Dank an alle Helfer, Unterstützer. Die Damen und Herren an der Kasse, fantastische Arbeit geleistet. Die kleinen und großen Damen, dafür ein großes Dankeschön. Und jetzt kommt natürlich eigentlich der wichtigste Satz, um den es geht. In Vorbereitung bei dieser Veranstaltung hatte ich gehofft, dass wir hier einen vernünftigen Auftakt hinbekommen. Einen vernünftigen Auftakt mit einer vernünftigen Anzahl von Fahrzeugen, so dass diese Veranstaltung als würdig als allererstes in die Erinnerung der Gäste geht. Und da muss man wirklich sagen, ihr Gäste wart großartig. Ihr seid gekommen, ihr habt euch selber schick gemacht, ihr habt eure Fahrzeuge schick gemacht. Ob klein, ob groß, ob jung, ob erfahren. Viele Gäste haben sich sind durch dieses Gelände flaniert,
hatten Spaß und haben sich auch ehrlicherweise, und haben sich fantastisch verhalten dem Objekt entsprechend. Vielen, vielen Dank. Im Nachgang so, nach 1, 2 Tagen jetzt und die ganze Sache hat sich setzen lassen, vielleicht so 2 Zahlen. Wir haben über den Tag verteilt ein bisschen mehr als 200 Fahrzeuge da gehabt. Das gilt sowohl für die PKWs als auch für die Motorräder. Und noch, naja, Personen mehr, um die bisschen 1000, 1200, 1300 Menschen, zuzüglich die kleinen und jungen Menschen. Ne? Vielen Dank dafür. So, und jetzt ist es so, ich habe vor einigen Jahren einen schönen Satz gelernt. Support ist kein Mord, also Unterstützung sozusagen. Ich möchte auf 2, 3 Sachen hinweisen, die in den kommenden Wochen stattfinden. Zum einen findet am 24. Mai in Elsterwerda bei Deine Autostube, organisiert von der Maja, ein Cars & Coffee Treffen statt. Eine Veranstaltung, zu der man hinfahren kann. Da einfach mal auf die Website gehen, Deine Autostube. Dann findet zur Himmelfahrt, das müsste der 29. Mai sein, in Rakow, das Oldtimer-Treffen Rakow in Treppkau im Schlosspark Treppkau statt. Da war ich letztes Jahr. Eine fantastische Veranstaltung. Tolles Ambiente, großartig organisiert. Das Team ist fetzig. Das lege ich euch ans Herz. Es ist ein markenoffenes Oldtimer-Treffen, was zur Himmelfahrt stattfindet. Also wenn ihr nicht mit einem Bollerwagen oder Fahrrad durch die Gegend radelt, sondern mit euren schönen Fahrzeugen unterwegs seid, stattet Rakow einen Besuch ab. Und dann habe ich noch einen Hinweis an die USK-Freunde. Und zwar das USK-Meeting in Freiberg findet vom 6. bis 9.6.25 statt. Schaut euch das an, toll organisiert, super Team, kann ich nur empfehlen. Da muss man unbedingt gewesen sein. Und natürlich vorbereitend schauen wir mal, ob es einen 1. Mai 2025 hier in den Räumlichkeiten bzw. im Gelände gibt. Da bleibt man auf dem Laufenden. Und noch ein scharfer Hinweis für die kommende Insel Classic, weil die Insel Classic findet alle 2 Jahre statt, weil das wirklich ein sehr, sehr hoher Aufwand ist, diese Veranstaltung zu organisieren, deswegen alle 2 Jahre. Die findet vom 7.8. bis 9.8. in Uist-Spree am Bärwalder See statt. Da gibt es eine Website dazu, insel-classic.de. Letzter Hinweis, dann bin ich auch fertig. Die ein oder anderen haben mich an dem 1. Mai angesprochen. Wo gibt es denn diese tollen Mützen, Shirts, ja, auch in verschiedenen Varianten. Im Vorfeld war es noch ein bisschen frischer. Da haben wir uns einfach mal spontan noch ein paar Jäckchen produziert. Also wenn es den einen oder anderen gibt, der darauf Lust hat, Laune hat, sich mit solchen Merchandise-Aktionen einzudecken, gerne auf die Website gehen, glanzneuling.de oder auf Spreadshirt. Da kann man sich schon individuell diese Textilien bestellen, das geht schon. Ansonsten wünsche ich allen Gästen, allen Zuschauern einen wunderschönen Frühling, Sommer, maximalen Spaß mit euren Fahrzeugen, gute Fahrten, bleibt nicht liegen und wir sehen uns wieder. Dankeschön.